Willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin Laura, Deutschmuttersprachlerin und Deutschlehrerin. Lass uns heute in diesem Video deinen Wortschatz erweitern. Es geht um Dinge, die wir im Haushalt tun. Also zum Beispiel kehren, bohren, streichen oder etwas abdichten. Ich habe 23 Verben mit Aktivitäten für dich rausgesucht. Und für jedes Verb bekommst du viele Beispiele, sodass du dir die Bedeutung selbst erschließen und vor allem auch leicht merken kannst. Bist du bereit? Dann geht's los. Let's go! Staubsaugen. Staubsaugen. Im Wohnzimmer liegen überall Haare von meinem Hund. Ich muss dringend staubsaugen. Oh nein, mir ist die Tüte mit dem Mehl runtergefallen. Jetzt muss ich die ganze Küche staubsaugen. Staubsaugen bedeutet also, dass man Schmutz oder Staub entfernt. Und zwar mit einem Staubsauger. So heißt das Gerät. Das Verb staubsaugen ist übrigens nicht trennbar. Wir sagen, er staubsaugt, er staubsaugte und er hat gestaubsaugt. So auch hier. Nach der Party hat Anton die Wohnung gründlich gestaubsaugt. Wischen. Wischen. Mir ist beim Backen nicht nur das Mehl, sondern auch die Milch runtergefallen. Jetzt muss ich nicht nur staubsaugen, sondern auch den Boden wischen. Auf der Treppe ist Dreck von den nassen Schuhen. Ich muss die Treppe wischen. Wenn du etwas wischst, dann reinigst du es mit einem feuchten Tuch. Oder vielleicht hast du ein Gerät dafür, den Bodenwischer bzw. Wischmopp. Die Formen sind er wischt, er wischte und er hat gewischt. Wann hast du zuletzt den Boden gewischt? Abwischen, abwischen. Häufig hört man auch das Verb abwischen. Ich wische nach dem Essen den Tisch ab. Anna wischt das Fensterbrett mit einem feuchten Tuch ab. Der Unterschied zu wischen ist meistens, dass man mit abwischen einen kleineren, spezifischeren Bereich bezeichnet. Also den Tisch oder das Fensterbrett. Und wischen verwendet man für die großflächige Reinigung einer Fläche. Also zum Beispiel die Küche, den Boden oder eben die ganze Wohnung. Ich wische die Wohnung, aber ich wische den Tisch ab. Das Verb ist wie gesagt trennbar, also er wischt ab, er wischte ab und er hat abgewischt. Tom hat den Staub vom Regal abgewischt. Schruppen, schruppen. Der Boden im Badezimmer ist so schmutzig, dass ich ihn gründlich schrubben muss. Warum ist denn dein Backofen so dreckig? Du solltest ihn ordentlich schrubben, damit er wieder sauber wird. Schrubben bedeutet, dass man etwas ganz kräftig mit einer Bürste oder einem rauen Schwamm reinigt, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Also wenn der Schmutz zum Beispiel schon lange Zeit dort ist und sich nur noch schwer entfernen lässt oder wenn etwas eingetrocknet ist, so wie zum Beispiel beim Backofen. Er schrubbt, er schrubbte und er hat geschrubbt. Zum Beispiel, der Boden war so dreckig, dass Markus ihn fast eine Stunde lang geschrubbt hat. Kehren, kehren. Im Flur sind kleine Steinchen vom letzten Spaziergang. Ich muss den Boden kehren. Vor der Haustüre liegen viele Blätter. Wir sollten dort unbedingt kehren. Auch kehren ist also eine Art, Schmutz zu beseitigen. Du benutzt dazu einen Besen oder auch Kehrbesen. Und je nachdem, wo in Deutschland man sich befindet, hört man häufig auch fegen. Hast du die Küche heute schon gefegt oder gekehrt? Also er kehrt, er kehrte, er hat gekehrt oder er fegt, er fegte, er hat gefegt. Bohren,
bohren. Tim möchte ein Bild aufhängen und bohrt dafür ein Loch in die Wand. Ich muss in der Küche noch Löcher für die neuen Regale bohren. Bohren bedeutet, ein Loch in eine harte Oberfläche, zum Beispiel in die Wand oder in Holz zu machen, meistens mit einer Bohrmaschine, auch Bohrer genannt. Und die Formen sind: er bohrt, er bohrte, er hat gebohrt. Für das neue Regal hat Paul 4 Löcher in die Wand gebohrt. Übrigens verwenden wir Bohren auch beim Zahnarzt. Wenn du zum Beispiel ein Loch im Zahn hast, kann es sein, dass der Zahnarzt bohren muss, um deinen Zahn wieder zu richten. Kleben. Kleben. In unserem Klassenzimmer kleben Plakate mit den wichtigsten Grammatikregeln an der Wand. Ich klebe eine Briefmarke auf den Brief, bevor ich ihn zur Post bringe. Kleben heißt also, dass 2 Dinge sich mit einer klebrigen Substanz verbinden lassen. Also mit Kleber, einem Klebestift oder einem Klebeband. Die Formen sind: er klebt, er klebte und er hat geklebt. Du kannst sagen, das Pflaster an meinem Finger klebt sehr gut. Oder auch: auf der Tischplatte klebt Marmelade. Der Tisch ist klebrig. Gießen. Gießen. Anna gießt ihre Blumen jeden Morgen, damit sie nicht vertrocknen. Ich gieße den heißen Tee in die Kanne. Gießen bedeutet, Flüssigkeit irgendwo hinzuschütten, also in ein Glas oder in einen Behälter, oder die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Die Formen sind: er gießt, aber er goss und er hat gegossen. Im Sommer muss ich jeden Tag meine Tomaten gießen. Peter hat den Kaffee in die Tasse gegossen. Aussortieren. Aussortieren. Einmal im Jahr sortiere ich meinen Kleiderschrank aus und verschenke Dinge, die ich nicht mehr brauche. Vor dem Umzug habe ich meine Bücher aussortiert und an die Bücherei gespendet. Aussortieren bedeutet, Dinge wegzugeben oder wegzuwerfen, die man nicht mehr behalten möchte, weil man sie nicht mehr benutzt oder weil sie kaputt sind oder weil sie nicht mehr passen. Und die Formen sind: er sortiert aus, er sortierte aus und er hat aussortiert. Nach einem Jahr müssen wir endlich die Babysachen von unserem Sohn aussortieren. Im Supermarkt haben die Mitarbeiter kaputte Ware aussortiert. Nachfüllen. Nachfüllen. Tom hat die Kaffeemaschine nachgefüllt, weil kein Wasser mehr drin war. Bitte füll das Salz nach. Der Streuer ist leer. Nachfüllen heißt, etwas wieder voll zu machen, das leer geworden ist. Also die Formen sind: er füllt nach, er füllte nach und er hat nachgefüllt. Ich habe heute den Wassertank nachgefüllt, weil er fast leer war. Und damit sind wir bei leeren oder ausleeren. Marie leert den Papierkorb aus, weil er voll ist. Kannst du bitte den Briefkasten leeren? Ich glaube, es ist ein wichtiger Brief gekommen. Leeren bedeutet, etwas von seinem Inhalt zu befreien, sodass er leer wird. Einfacher gesagt, etwas leer machen. Sozusagen das Gegenteil von unserem vorherigen Verb nachfüllen. Die Formen sind: er lehrt, er lehrte, er hat gelehrt. Ich habe die Flasche ausgeleert, weil das Wasser schlecht war. Streichen. Streichen. Peter streicht die Wand in der Küche weiß. Ich habe die alte Holzbank grün gestrichen.
Streichen bedeutet, Farbe auf eine Fläche, zum Beispiel an eine Wand oder auf ein Möbelstück, aufzutragen. Und die Formeln sind, er streicht, er strich, er hat gestrichen. Letzte Woche haben wir das ganze Wohnzimmer gestrichen und jetzt sieht es viel moderner aus. Übrigens streicht man auch Butter oder Marmelade aufs Brot. Ich streiche Butter auf das Brot. Zusammenlegen oder falten. Lena legt ihre Wäsche zusammen, nachdem sie trocken ist. Ich habe das Blatt Papier gefaltet, um daraus einen Briefumschlag zu machen. Zusammenlegen oder falten bedeutet, etwas so zu formen, dass es kleiner wird oder geordnet aussieht. Er legt zusammen, er legte zusammen und er hat zusammengelegt. Und er faltet, er faltete, er hat gefaltet. Gestern habe ich alle Handtücher zusammengelegt und in den Schrank geräumt. Du kannst auch Servietten falten. Bei Papier benutzen wir übrigens meistens falten und nicht zusammenlegen. Verschieben, verschieben. Wir müssen den Schrank verschieben, weil er im Weg steht. Ich finde, die Kommode sieht dort nicht mehr gut aus. Wir sollten sie verschieben. Du kannst also nicht nur einen Termin verschieben, auf einen späteren Zeitpunkt legen, sondern auch Möbel verschieben. Das heißt, du bewegst sie an einen anderen Platz. Die Formeln sind, er verschiebt, er verschob, er hat verschoben. Heute Morgen habe ich den Tisch verschoben, um mehr Platz zu schaffen. Umstellen, umstellen. Paul hat die Möbel im Wohnzimmer umgestellt, damit es gemütlicher aussieht. Denkst du, wir sollten das Bett umstellen? Ich finde, es sieht an dieser Wand viel schöner aus. Wenn du etwas umstellst, dann stellst du es an einen anderen Platz. Der Unterschied zum letzten Verb verschieben ist aber, dass man etwas umstellt, um es in der Regel dauerhaft zu verändern. Vergleichen wir nochmal. Ich verschiebe den Schrank, damit ich dahinter gut staubsaugen kann. Aber ich stelle das Wohnzimmer um, weil es mir so nicht mehr gefällt. Den Schrank verschiebst du nur kurzzeitig, weil du zum Beispiel Platz schaffen willst. Aber wenn du etwas umstellst, änderst du die Position langfristig. Zum Beispiel, um das Aussehen oder die Gestaltung eines Zimmers zu verändern. Und die Formeln sind, er stellt um, er stellte um, er hat umgestellt. Ich möchte den Tisch im Esszimmer umstellen, damit mehr Licht hereinkommt. Abstauben, abstauben. Mia staubt die Regale ab, weil sie sehr dreckig sind. Du solltest mindestens einmal im Monat deinen Schreibtisch abstauben. Wenn du etwas abstaubst, befreist du es von Staub. Du entfernst also Staub oder Schmutz. Oft macht man das mit einem Staubwedeln. Und die Formeln sind, er staubt ab, er staubte ab, er hat abgestaubt. Gestern habe ich die Bilderrahmen an der Wand abgestaubt. Flicken, flicken. Der Reifen am Fahrrad ist kaputt. Ich muss ihn flicken. Ich will nicht wieder eine neue Jeans kaufen. Deshalb habe ich die alte mit einem Stück Stoff geflickt. Flicken bedeutet, etwas Kaputtes zu reparieren. Vor allem Gummi oder Stoff. Du kannst einen Reifen flicken oder Kleidung flicken. Und du sagst, er flickt, er flickte, er hat geflickt. Gestern hat Paul die kaputte Luftmatratze geflickt, damit wir sie wieder benutzen können. Anzünden, anzünden. Lisa zündet die Kerzen auf dem Tisch an. Ich habe das Feuer mit einem Feuerzeug angezündet.
Anzünden bedeutet, etwas in Brand zu setzen. Du willst damit also erreichen, dass etwas brennt. Er zündet an, er zündete an und er hat angezündet. Heute Morgen habe ich das Feuer im Kamin angezündet, weil es so kalt war. Übrigens kann man auch Räucherstäbchen oder Zigaretten anzünden. Hast du ein Feuerzeug? Peter will seine Zigarette anzünden. Kommen wir jetzt zum Gegenteil von anzünden. Auspusten. Max pustet die Geburtstagskerzen auf der Torte aus. Ich habe die Kerze ausgepustet, bevor ich ins Bett gegangen bin. Auspusten bedeutet so viel wie ausblasen, also ein Feuer zu stoppen. Das machst du mit der Kraft deiner Lunge und das funktioniert natürlich nicht für ein Lagerfeuer oder ein Kaminfeuer. Aber du kannst eine Kerze oder eine Flamme auspusten. Und die Formen sind: er pustet aus, er pustete aus und er hat ausgepustet. Das Kind muss die Kerzen auf dem Kuchen auspusten und sich dabei etwas wünschen. Einheizen. Einheizen. Bleiben wir bei Feuer. Tom heizt den Kamin ein, damit es im Haus warm wird. Ich habe den Ofen eingeheizt, um Brot zu backen. Einheizen bedeutet, einen Ofen oder einen Kamin anzuzünden, um Wärme zu erzeugen. Und die Formen sind: er heizt ein, er heizte ein, er hat eingeheizt. Gestern Abend haben wir den alten Holzofen eingeheizt, weil es sehr kalt war. Übrigens kannst du einheizen auch benutzen, wenn du eine Heizung einschaltest. Kannst du bitte einheizen? Es ist so kalt im Schlafzimmer. Hier meint man nicht unbedingt einen Holzofen, sondern einen normalen Heizkörper. Abdichten. Abdichten. Der Installateur dichtet das Fenster ab, damit kein Wasser hereinkommt. Der Wasserhahn hat die ganze Zeit getropft. Ich habe ihn deshalb mit einem neuen Gummiring abgedichtet. Abdichten bedeutet, etwas so zu verschließen, dass keine Luft oder Flüssigkeit mehr durchkommt. Er dichtet ab, er dichtete ab und er hat abgedichtet. Letztes Jahr haben wir das Dach abgedichtet, damit es nicht mehr reinregnet. Aufladen. Aufladen. Anna lädt ihr Handy auf, weil der Akku leer ist. Ich habe die Batterie von meinem E-Bike aufgeladen. Aufladen bedeutet, Energie in einen Akku oder in eine Batterie zu bringen. Er lädt auf. Er lud auf. Er hat aufgeladen. Heute Morgen habe ich meinen Laptop aufgeladen, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Vielleicht kennst du das Verb aufladen auch, wenn du eine Prepaid-Karte für dein Handy hast. Dann kannst du sagen, ich muss das Guthaben für mein Handy aufladen. Und zu guter Letzt kommen wir zu einräumen. Einräumen. Max räumt seine Bücher ins neue Regal ein. Ich habe das Geschirr in den Schrank eingeräumt. Einräumen bedeutet, etwas geordnet in einen Schrank oder ein Regal zu legen oder zu stellen. Er räumt ein, er räumte ein und er hat eingeräumt. Oft benutzen wir dieses Verb, wenn zum Beispiel ein Schrank oder ein Regal ganz leer ist. Zum Beispiel, weil es neu ist. Und wir dann zum ersten Mal die Dinge dort hineinstellen. Ich habe endlich die Regale in meinem neuen Büro eingeräumt. So, das waren also unsere 23 Haushaltsverben. Mich würde jetzt interessieren, welche Verben für dich neu waren. Schreib uns doch einen Kommentar mit deinem eigenen Beispiel.
Und wenn du noch mehr Alltagsdeutsch lernen willst, dann solltest du bei diesem Video hier vorbeischauen. Theresa erklärt dir darin 5 Ausdrücke, die wir Muttersprachler jeden Tag im Alltag verwenden. Sehen wir uns dort? Mach's gut!